Hallo zusammen, hier ist nicht Bernard Dragons hier, also ich, Dani, vom Kanal Bernard Dragons. Ich habe euch gesagt, es kommt jeden Tag ein Video, da ich im Moment, in der Kamera, da ich im Moment noch nicht gamen kann wegen meiner Hand, kommt jetzt ein Infovideo über Fußball, also Fußball, über die ich auch gamen werde. Und dann wird dann noch zusätzliche Video Minecraft und alles andere. Also zuerst, jetzt wieder mal über das Leben. Eben, ich bin jetzt auf der Hauptseite, wie ihr seht, mit dem Logo. Und ja, ich stelle euch jetzt vor, da ja am Sonntag WrestleMania wird sein, stelle ich euch die Match vor und meine Tipps. Eben, das WWE World Heavyweight Championship Match. Triple H vs Roman Reigns hier oben. Da Triple H ja bei Royal Rumble den Titel gewann in dieser 30 Battle Royale und da es um den Championship gegangen ist von Roman Reigns, weil die Authority nicht wollte, dass Roman Reigns Champion ist, war dann Triple H der Winner. Und so ist es dann gewesen, dass bei Fastlane ein Double Dragon Match angesetzt wurde zwischen Roman Reigns, Dean Ambrose und der Bestie himself, Brock Lesnar. Da Roman Reigns gewann, gibt es jetzt dieses Championship und das bei WrestleMania. Es waren dann viele Begleiter. Roman Reigns wurde so verprügelt, dass er einen Nasenbeinbruch und es war wirklich ein Blutbad. Aber nachdem er zurück war, in den letzten 2 Shows, hat der Triple H ein bisschen auf die Fresse gegeben, hat ihn attackiert und alles. Und dann zum Teil Dean Ambrose vs. Brock Lesnar, ein No-Holds-Barred-Match. Ja, man kennt Dean Ambrose, der steht immer wieder auf. Er hat eine Zeit lang auch vor Fastlane und nach Fastlane immer wieder Brock Lesnar provoziert. Und immer wieder, du hast deine Arbeit nicht richtig. Und der hat ihn immer wieder hinuntergehauen. Immer wieder. Und jetzt, dann hat Dean Ambrose eigentlich noch das Match schon gegen Triple H und den Championship, hat es da aber verloren. Ja, er hat bei Raw ein Match gehabt. Und ja, jetzt gibt es dieses Brock Lesnar Match, das war auch schon angesetzt. Aber Dean Ambrose wollte noch mehr, wollte noch viel mehr. Und dann Undertaker für Shane McMahon. Da ist nicht viel zu erzählen. Wenn Shane McMahon gewinnt, hat er die Kontrolle über Raw. Dann Divas Championship Match, Charlotte vs Becky Lynch vs Sasha Banks Triple Threat Match. Ja, die 3, aber sie sind immer wieder in der letzten Zeit, wie soll ich sagen, gezeigt, wer besser ist. Und jetzt gibt es eben dieses Match. Und dann Championship Match, Kalisto vs Ryback. Kalisto ist der Champion, Ryback der herausfordert. Jetzt heißt er nach meiner Meinung nach Ryback, sondern Flyback. Wenn er nicht mehr nur noch eine Unterhose hat und nicht mehr mit dem, Hosenträger. So, ja, kann man es nicht so vorstellen. In dem gibt es dieses Match. Dann die 3-jährliche Adrian Memorial Battle, die erste gewann. Und mein Schweizer Cesaro, ich bin auch ein Schweizer. Dann die zweite gewann Big Show und jetzt die dritte. Das wird dann sein, es werden viele Wrestler sein. Ich werde dann nur noch nächsten Montag ein Video bringen, was passiert ist, wer gewann, wer neue Championship, wie es ausgegangen ist. Also ich werde es selber nicht schauen, da ich kein Sky habe, aber ich werde euch Informationen bieten. Dann New Day vs League of Nations, die haben immer wieder einander provoziert und jetzt. Und dann die Usos gegen die Dudleys, da die Dudleys die Usos verraten haben und so, dass dieses Match kam. Und dann Intercontinental Championship Match, Kevin Owens vs Sami Zayn vs Dolph Ziggler vs Sakura vs Sin Cara vs The Miz Stardust. Eben auch dieses mit Provokationen und alles. AJ Styles vs Chris Jericho. Vor ein paar Wochen wollte AJ Styles und Chris Jericho haben einen Fehler gehabt. Dann sind sie Kumpels geworden, haben ein Tag Team Championship Match bekommen. Aber da Chris Jericho so angefressen war von den Fans, dass jemand AJ Styles gerufen haben, hat er eigentlich nach einem Match das Tag Team in den Sand gesetzt. Eben meine Tipps. AJ Styles vs Chris Jericho, AJ Styles.
Hier sage ich, denke ich, ich hoffe es Sami Zayn. Hier denke ich die Usos. Ich denke, hier wird sich die League of Nations durchsetzen, weil es sind 3 gegen 4, also 4 League of Nations Mitglieder, Alberto, Sheamus, Barrett und Rusev gegen die 3 Mitglieder Kofi und die anderen 2, Biggie und wie heißt Xavier Woods. Da weiß ich nicht, wer alles teilnimmt. Ich habe geschaut, aber man nicht. Dann hier denke ich, ja, was soll ich sagen, Sasha Banks, weil ich die am liebsten habe. Ja, die anderen 2 sind auch gut, aber Charlotte ist halt einfach unfair. Entschuldigung, nein, ich bin nicht mehr so vertraut mit der Kamera, wegen auch meine Hand, die tut auch weh. Hier denke ich hoffe zwar Shane McMahon, also ihr müsst nicht denken, hast du den Undertaker? Nein, ich liebe den Undertaker. Ich finde eine der größten Legenden, die es gegeben hat mit seiner Streak. Ich mag ihn, aber ich mag Shane McMahon und ich denke einfach, ich hoffe, dass Shane McMahon gewinnt. Nicht wegen der Undertaker, sondern wegen der Authority. Ich will, dass die Authority, und ich finde es unfair von Vince McMahon, dass er den Undertaker anheuert, um Shane McMahon zu zerstören. Und Undertaker hat auch gesagt, das Blut von ihm klebt nicht an meinen Händen. Und das finde ich auch gut, weil Shane McMahon, also der Undertaker macht so, sollte für Vince McMahon eigentlich Shane McMahon zerstören. Und nicht anders als so. Weil, ja, Shane will die Kontrolle über Raw. Und ich hoffe, er schafft es. Auch wenn es gegen den Undertaker ist. Weil es geht nicht so weit. Dann, Dean Ambrose vs. Brock Lesnar. Ja, dann ist nicht viel erklären. Ich sage Dean Ambrose. Ich hoffe Dean Ambrose. Aber ich denke Brock Lesnar, weil, ja, auch wenn es ein Non-Holds-Bar-Match ist. Wie gesagt, Dean Ambrose kann man nie unterschätzen. Beim World Heavyweight Championship Match denke ich Roman Reigns, der ist schon entschlossen und der wird den Titel wieder bekommen. Jetzt komme ich schnell zum NHL Teil, da habe ich auch schon etwas vorbereitet. Also, es gibt ja die 4 Divisionen, die Metropolitan mit den Washington Capitals, den New York Rangers, Pittsburgh, New Islanders, Philadelphia, New Jersey, Carolina, Columbus. Im Moment in den Playoffs sind die Washington Capitals, die New York Rangers und die Pittsburgh Penguins. Da habe ich dann auch noch eine Statistik. Dann Atlantic Division. Entschuldigung. Sind die Tampa Bay Lightnings, Florida Panthers, Boston Bruins, Detroit, Ottawa, Montreal, Buffalo und Toronto Maple Leafs. Western. Das ist der Eastern Division, also der Eastern Conference und die Western Conference mit den Dallas Stars, St. Louis, Chicago, Nashville, Minnesota, Colorado, Winnipeg Jets, Pacific, Los Angeles Kings, Anaheim, San Jose, Arizona, Calgary, Vancouver, Edmonton. Jetzt ist es so, die 3, die ihr da seht, also diese 3, San Jose, Los Angeles, Anaheim, diese 3 sind die 6 Teams in den Playoff. Aber jetzt gibt es pro Division, also pro Conference, gibt es 2 Plätze, weil es sind 8 pro Seite, pro Western Conference und der Eastern. Also das sind dann Wildcard, das heißt, die 3 sind gesetzt. Die 3 sind auch gesetzt, das sind die 6 Teams bis jetzt. Das kann sich noch ändern in den letzten paar Spielen. Da seht ihr auch Last Game und Next Game und alles. Jetzt die Wildcard von den allen, die eben in diese Eastern Card schnell überlegen. Eastern sind, ja, in Eastern Division. Das heißt, New Islanders, Philadelphia, Detroit, New Jersey, Carolina, Ottawa, Montreal, Buffalo, Columbus, Toronto. Ihr denkt jetzt sicher, was erzählst du für eine Scheiße? Muss nicht einer von den Atlantic, also von den beiden Divisionen sein, die in den Eastern können? Nein, es kann sein, dass eben die New York Islanders und die Philadelphia von der gleichen Division Metropolitan in den Playoff kommen. Aber es kann sich noch ändern, weil hier seht ihr die Punkte. Das sind nur es ist nicht ein Punkt. Und eben, wie gesagt, die 3 sind gesetzt von beiden Divisionen. Und dann kommen dann noch diese Mannschaften da. Das ist dann eben die 2 Wildcards. Das heißt dann 8 Mannschaften. Eben hier ist das Ganze gleich.
Hier ist im Moment Dallas, St. Louis, Chicago, Los Angeles, Anaheim, San Jose, Pazifik und Central. Sorry wegen der Kamera. Es ist ein bisschen scheiße für mich heute. In der Wildcard sind im Moment die Minnesota und Nashville. Es kann sich noch ändern. Jetzt hier sind auch wieder von der Central Division. Wie am Anfang gesagt, Entschuldigung, wegen der Kamera. Ihr denkt sicher, man macht doch nicht so. Ich muss entschuldigen, ich mache heute die Video alleine. Und da ich noch nicht game, habe ich die Kamera in meiner Hand. Und ich werde dann sofort dann irgendeinen etwas hin tun. Und wenn ich dann game, eine gute Kamera habe, das ist nicht doppelt, so wie heute. Und ja, wie soll ich sagen? Das wäre jetzt da noch die